das Wesen Nahrung. Das Wesen Nahrung. Das Wesen Nahrung. Das Wesen Nahrung. Ich sehe da nichts. Ich schaue gerade, ob es ein Informationsfeld ist. Das Wesen Nahrung. Sei gegrüßt. Ich bitte um Informationen und Einlass. Liebes Wesen Nahrung. Also es eröffnet sich mannigfaltiges Essen jeglicher Form, besonders viel Obst in mannigfaltiger Form, viel Grün. Ich sehe Mangos. Das Wesen Nahrung scheint Fülle, also es scheint ein Füllewesen zu sein. Das Wesen Nahrung. Das Wesen Nahrung. Genau. Das Wesen Nahrung ist sozusagen für die Fülle zuständig. Es ist, was ist das? Ich sehe das nicht als Bewusstsein, sondern das Wesen Nahrung befindet sich in jeder Nahrung und repräsentiert die mannigfaltige Fülle im physischen Dasein. Also, aber ich sehe immer noch keine Informationsfelder, weil eigentlich ist ja Nahrung Information, aber als solches zeigt sich mir das nicht. Das Wesen Nahrung. Es repräsentiert nur Reichtum und Fülle und so eine Landschaft, so eine Dschungellandschaft repräsentiert es. Also sowas Paradiesisches. Das Wesen Nahrung verbindet uns mit dem Paradies, dem Paradiesischen scheinbar. Es erfüllt uns. Jetzt zeigt sich das. Das Wesen Nahrung zelebriert unsere Verbindung zu allem und dass wir getrennt sind davon. Das Wesen Nahrung ist sozusagen der Missing Link. Es ist das verbindende Element zur allumfassenden Verbindung. Das heißt, nicht nur wir Menschen wurden abgetrennt und in die sozusagen, damit wir eine Individualität entwickeln, dasselbe ist mit der Nahrung passiert. Also wir wurden aufgeteilt, also sozusagen defragmentiert in Tier und Nahrung. Und das war vorher alles verbunden. Das war alles vorher eine verbindende Informationsenergie-Gesellschaft. Also du hast dich durch das Miteinander, zum Beispiel im Wasser, der Tropfen, der mit dem anderen Tropfen zusammenkommt, dadurch wird automatisch Informationen untereinander sozusagen ausgetauscht. Und dadurch ist eine ständige Versorgung da. Also wenn du im All-Eins-Bewusstsein bist, bist du gleichzeitig auch in der Vollversorgung. Wenn du aber eine Individualität entwickeln sollst, wird das Essen getrennt von der Physis. Und du bleibst so immer mit dem allumfassenden Verbindung in Verbindung über die Nahrung. Also
Das Wesen Nahrung zeigt dir den Reichtum der Verbundenheit mit allem. Weil Nahrung ist immer das Bindeglied zum Beispiel zu Wasser. Das Bindeglied zu allem, womit wir nicht mehr verbunden sind. Daher kommt es zum Beispiel zur Erde. Ne? Die Nahrung ist immer die Verbindung. Die Nahrung baut es immer auf. Die Nahrung kommt aus der Natur. Und die Natur ist immer verbunden. Wir sollen aufgrund unserer Erfahrung eben nicht verbunden sein. Und deshalb machen wir diese Erfahrung. Also machen wir die Erfahrung des Wesens Nahrung. Ist sozusagen ein Bindeglied, das Wesen Nahrung. Zum Allseinsbewusstsein ist das Bindeglied. Es lässt uns erinnern, wenn wir zum Beispiel an einer Mango, wenn wir die essen, verbindet es uns mit unserer Natur in uns, mit der wir verbunden sind, tief, durch unsere Physis. Das ist, was das tut. Das ist eine ganz große Aufgabe. Es stellt sich zur Verfügung, damit wir unsere Individualisierung vollziehen können. Stellt sich das Wesen Nahrung zur Verfügung. Weil ohne dem Wesen Nahrung, sowie ohne das Wesen Luft und ohne das Wesen Wasser, können wir das nicht vollziehen, die Individualisierung. Also wir brauchen, um in die Individualität zu gehen, was zu essen, zu trinken und sonst können wir unsere Individualität nicht entwickeln. Also so wurde das scheinbar aufgespalten. Wir brauchen Luft, wir brauchen Wasser und wir brauchen Nahrung. Und alles zusammen ist das allumfassende Allseinbewusstsein, wenn das wieder zusammenkommt. Und der Grund ist, dass es in uns auch drin ist, alles. Also Luft, das Wasser, wir haben auch das Wasser in uns. Wir selber sind eigentlich auch Nahrung, weil wir auch Fleisch und alles, keine Ahnung. Es gibt wilde Tiere, die fressen auch Menschen. Also das ist so, wir sind Teil der Nahrungskette. Und die Nahrungskette stellt das Allseinbewusstsein dar, fragmentiert. Also solange wir nicht verbunden sind, brauchen wir Nahrung, das Wesen Nahrung. Sobald wir verbunden sind, können wir sogar von Lichtnahrung leben oder von der Nahrung leben, die wir miteinander haben. Also dann ist Nahrung nur noch so, dass es da ist, aber wenn du im Allseinsbewusstsein bist, dann wirst du genährt. Also du wirst fast sogar zu 90% genährt davon, von dieser Energie. Und dann ist eine Avocado dann da oder eine Mango, aber das ist dann eine Erinnerung an längst vergangene Zeiten. Und das ist auch der Grund, warum wir auch Fleisch essen. Das ist auch eine Verbindung mit der Tierwelt, um darüber sozusagen wieder die Einheitserfahrung wieder zu machen. Essen, Nahrung, das Wesen Nahrung will uns die Einheitserfahrung immer wieder manifestieren und zeigen. Bis wir in der Einheitserfahrung sind, dann essen wir auch kein Fleisch. Das ist der Grund, warum wir dann nachher kein Fleisch mehr essen, auch nicht mehr so viel Essen brauchen, weil die Einheitserfahrung das uns dann nährt. Das ist noch ein bisschen abstrakt, aber das versteht man dann, wenn es soweit ist. Wir sind zum Beispiel Menschen, die in der Sonne leben, sind viel dünner
und essen ganz anders als Leute, die in der Kälte sind. Und das wirkt sich alles, also je mehr Licht man hat, desto weniger braucht man Nahrung. Je weniger Licht man hat, desto mehr braucht man Nahrung. Also fettiges, auch sogar Fleisch und so. Und das hat einfach mit dem Klimatischen zu tun. Deshalb wird sich die Erde auch dahin wandeln, dass sie sozusagen überall tropisch warm sein wird. Und dann haben wir diese Lichtenergie, die wir brauchen. Dann essen wir ganz anders. Bis dahin, in auch nicht so langer Zeit, dass unser Körper sich umstellt. Sobald die 12-Strang-DNA aktiviert ist, sobald bestimmte Gehirnhälften bei uns aktiviert sind, können wir aus der Atmosphäre die Nahrung inhalieren. Wir müssen dann die Informationsnahrung nicht mehr materiell, sondern wir können sie über Licht, über Mineralien, wir können die Information, Kraft unserer Fähigkeiten rausziehen. So wie Wesenheiten, es gibt Elementarwesenheiten, die den Tee nur angucken, aber nur die eigentliche Information extrahieren, den Tee gar nicht anfassen. Oder Kekse oder wenn eine Mandarine da liegt, ziehen die sich die eigentlichen Erfahrungen raus. Wir sind ja, dadurch, dass wir tierisch und göttlich verbunden wurden, brauchen wir diese Nahrungsenergie, sonst bräuchten wir das ja gar nicht. Wir können sozusagen, wenn unsere Fähigkeiten ganz groß aktiviert sind, aus allem energetisch die Nahrung rausziehen, die wir benötigen. Zum Beispiel können wir aus der Luft ja auch das Wasser rausholen, weil in der Luft ist ja das Wasser drin. Und dann sind wir in der Lage, das Wasser nicht zu trinken, sondern einzuatmen. Und so ist es dann mit den Mineralien, wenn wir die brauchen, können wir die ausziehen für uns, die Information in unseren Körper bringen. Dazu sind wir in der Lage. Bis wir dazu nicht in der Lage sind, braucht unser Wesen Nahrung.